Carsten Unterstall, ich bin einer von 3 Gründern der Typario GmbH. Wir haben im Jahr 2011 die Firma gegründet, wir sind zu dritt, alle ehemalige Hewlett-Packard-Mitarbeiter und sind bei HP so auf ein paar Probleme gestoßen, dass wir gesagt haben, HP macht richtig geile Dinge, aber eben nur für Großunternehmen. Und daraus ist unsere Produktidee entstanden. Wir bringen den Desktop-Arbeitsplatz in die Cloud. Das klingt jetzt sehr, sehr technisch. Anders erklärt, was wir machen. Ein Desktop besteht eben nicht, wie die meisten meinen, aus der Hardware, sondern ein Desktop besteht aus dem Betriebssystem, Applikationen und Daten. Und was wir machen, wir trennen das Ganze von der Hardware und packen das in ein sicheres Rechenzentrum. In Deutschland muss man immer sicher mit Datenschutz sein. Passen das Ganze in ein sicheres Rechenzentrum. Der Vorteil, der daraus entsteht, ist, dass ich auf diesen Desktop, also auf diese Kombination Betriebssystem, Windows 7 mit Applikationen und Daten von überall auf der Welt mit jedem Endgerät eigentlich zugreifen kann. Und damit ich Arbeit ganz anders umsetzen kann. Ich bin deutlich flexibler, ich bin deutlich kostengünstiger, ich bin sogar teilweise deutlich günstiger, gerade im SME-Bereich. Und das bieten wir als Cloud-Service an, dass eben jetzt auch mal kleine und mittelständische Kunden die Vorteile haben, die bisher nur große Enterprise-Kunden weltweit genießen. Der Ansatz ist sehr cool. Das Problem an Google für deutsche Anwender ist eben, es ist ein amerikanisches Unternehmen und damit ist der deutsche Datenschutz oder der europäische Datenschutz ein riesen Hinderungsgrund. Also deutsche Unternehmen dürfen rechtlich ja nicht, wo kein Kläger, da kein Richter, aber deutsche Unternehmen dürfen rechtlich ja gar nicht mit diesen Tools arbeiten. Also da wird es ja schon bei Dropbox recht eng. Voll cool. Also ich bin sowieso ein großer Verfechter davon, dass in Stuttgart die Startup-Szene, die existiert, die aber keiner kennt, endlich mal belebt werden muss und dass es endlich mal zentrale Anlaufstellen geben muss für die Startup in Stuttgart. Weil die Startup-Szene in Stuttgart wird immer so ein bisschen, jeder denkt immer, in Stuttgart gibt es keine Startups, aber es gibt eben sehr, sehr viele. Man kennt sich bloß nicht gegenseitig, weil uns diese zentralen Anlaufstellen stehen. Und deswegen sind solche Veranstaltungen wie heute hier natürlich super, und man einfach mal wieder neue Gesichter sieht und einfach auch mal wieder dieses Networking, worüber wir ja schon gesprochen hatten, dieses Networking eben auch betreiben kann, sagen kann, hey, ihr habt eine geile Idee, lass uns doch mal sprechen, kann man irgendwas zusammen machen. Und natürlich der Inhalt vom Lean Camp sowieso, also kundenorientiertes Arbeiten, super geil. Auf jeden Fall, also wenn das nächste Mal ein Lean Camp sein sollte, unbedingt hingehen. Das ist einfach nochmal so ein Sprung, wo man viele neue Dinge erfährt. Also selbst wenn man vieles schon tut, hilft es einfach, die unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubringen und daraus wieder zu lernen.